Herzlich willkommen zu Folge 7. Die letzte Folge ist jetzt schon ein bisschen her, um genau zu sein, fast 4 Wochen. Und ja, wir haben in der Zwischenzeit natürlich wieder das eine oder andere gemacht, gab aber auch so ein paar Hindernisse, weswegen es jetzt gerade mal kein Video online gab. Und was natürlich mittlerweile dazu kommt, ist einfach das Wetter und der nahende Winter. Sprich, es wird langsam abends ja doch so früh dunkel oder deutlich früher dunkel, dass wir es nach der Arbeit, nach Feierabend nicht mehr schaffen, am Boot zu bauen. Beziehungsweise eben nicht am Rumpf, nur noch in der Halle. Und auch am Wochenende durch den morgendlichen Tau sich alles verzögert. Aber das sehen wir jetzt auch im weiteren Verlauf dieses Videos. Bevor wir aber damit starten, möchte ich euch noch eine Kleinigkeit zeigen, die vielleicht der eine oder andere schon entdeckt hat. Und zwar ist das unser Logo. Das hier kennt ihr, das ist das Stilisierte, was wir ganz am Anfang mal gemacht haben, aus den ganz groben Ideen herausgezeichnet. Aber es ist eben nicht das, was tatsächlich passieren soll. Und jetzt haben wir uns unsere Baupläne genommen und haben daraus nochmal ein neues Logo kreiert. Ihr seht hier auch das Unterwasserschiff so ein bisschen angedeutet. Ihr seht den groben Farbverlauf, wie er auch ungefähr vorgesehen ist. Das verlängerte Dach im Terrassen im Außenbereich. Ja, und das ist eben auch die Silhouette, die wir am Ende haben wollen und erreichen wollen. Die Farbgestaltung von den Höhen her, da werden wir noch mal genau gucken und ob wir da noch mal irgendwo ein paar Akzente reinbringen, ob das Blau wirklich so breit wird oder ein bisschen schmaler, das sehen wir alles noch. Aber das ist das, wie es hinterher dann im Wasser aussehen soll. Zu weiteren Themen, was dann Innenausbau und Co. angeht, werden wir sicherlich im Winter ein bisschen mehr noch machen. So, kommen wir zurück zu dem, was am Boot passiert ist. Ihr seht hier, dass wir da entsprechend gerade Böckchen aufbauen. Und zwar war hier ja das Thema, dass man mittlerweile durch die Höhe und auf den Leitern nur sehr schwierig ins Boot reinkam und das auch mit dem Werkzeughandling und rein und rausgeben, die Snake- und Schweißgeräte immer da rein und raus, alles etwas komplizierter war. Wir hatten schon länger hier dieses kleine Gerüst bestellt, das war aber ein paar Wochen unterwegs und irgendwie war das ein bisschen schwierig mit der Spedition, aber es ist dann schlussendlich endlich mal angekommen und so haben wir dann hier uns unser Podest aufgebaut, so dass wir hier in Zukunft einfach viel besser und schöner aufs Boot raufkommen und runterkommen. Natürlich gehört zu dem Ganzen auch eine Absturzsicherung. Das versteht sich von selbst, dass das Ganze hier ein bisschen vernünftig gebaut ist. Da haben wir erstmal ein bisschen schauen müssen, wie das bei dem System funktioniert, aber im Grunde ist das ganz simpel. Einfach ineinander stecken, einhängen und fixieren. Hier seht ihr, dass wir das eine so ein bisschen haben runterhängen lassen. Das liegt daran, dass wir hier noch quer die Stahlträger an den beiden Shots drin haben und dass da genau an der Stelle ein Träger rauskam. Den müssen wir halt entsprechend noch demontieren. Das kommt auch nachher im Video noch vor und dann konnten wir hier vorne unsere Treppe ansetzen, auch schön mit dem Kran einfach reinfliegen, das Ganze ein bisschen ausrichten. Da muss man auch erstmal gucken, wie das funktioniert. Das war hier alles noch ein bisschen steif und dann erst nochmal auseinanderziehen. Und dann können wir es entsprechend montieren und einhängen. Ja, nachdem das dann montiert ist und festgeschraubt ist, haben wir endlich einen vernünftigen Zugang für die weiteren Arbeiten an Bord und müssen nicht mehr, wie gesagt, mit den Leitern rumhampeln. Das macht keinen Spaß und schon gar nicht mit Werkzeug und irgendwelchen Bauteilen. Also hier auch einmal vernünftig aufgestellt. Und jetzt gucken wir uns das Ganze hier mal in Ruhe von oben an. Genau so sieht es dann aus. Wir haben diese wunderschöne Gangway hier dran. Ja, hier hängen jetzt noch die Stahlträger über, wo wir das eine Bauteil drin haben, aber das kommt ja jetzt dann auch gleich weg. Und damit sind wir beim nächsten Arbeitsschritt angekommen und das bedeutet, damit wir die Stahlträger, die hier seitlich raushängen und unsere Hilfsstahlträger waren, rausnehmen können, müssen wir jetzt erstmal hier die Versteifungen auf das Schott jeweils aufschweißen, damit das Schott eben entsprechend gerade stehen bleibt und sich nicht wieder wegdrückt und verbiegt. Erst dann können wir die Stahlträger rausnehmen und das haben wir jetzt hier an der Stelle gemacht, damit sie uns, wie gesagt, eben auch einfach nicht mehr im Weg hängen. Und auch hier aber wie überall nur heften, nicht durchschweißen. Auch das kennt ihr mittlerweile zur Genüge. Und das gleiche passiert natürlich hier auf der anderen Seite. Hier müssen wir natürlich erstmal den Stahlträger wegmachen.
weil er hängt natürlich genau da, wo die Aussteifungen hin müssen. Deswegen müssen wir da auch gleich noch mal ein bisschen genauer schauen, ob wir dann noch mal nachdrücken müssen oder ob das alles funktioniert. Ihr seht unten vielleicht auf den Längsaussteifungen, da ist jeweils schon ein Stahlteil aufgeschweißt. Das sind 12 mm dicke Stahlplatten, die da noch mal drauf kommen. Das ist schon echt krass in der Aussteifung. Aber ja, das ganze Ding soll hinterher hochseetauglich werden. Und dementsprechend sind die Aussteifungen, die hier reinkommen, halt schon auch sehr massiv und sehr umfangreich. Nachdem das dann erfolgt ist und die Träger dort eingeschweißt sind, geht es im Bugbereich, in der Bugsektion weiter. Ihr seht hier schon wieder das Thema Feuchtigkeit im Bug. Auch das werden wir später noch mal ein bisschen intensiver behandeln. Aber ja, um hier vorne weiter zu bauen, müssen wir halt entsprechend das immer trockenlegen, was sich hier im Kiel sammelt. Und dann war so ein bisschen die Überlegung, wie wir hier weitermachen. Ihr seht bereits, dass die Längsaussteifungen, die jetzt hier nach dem Spand 10 überstehen, dass die schon sich deutlich vom Boden abheben. Das heißt, wir hätten jetzt nicht einfach die nächsten Längsaussteifungen da dran schweißen können, um dann wiederum darauf einen Spand einsetzen zu können, sodass wir jetzt hier erstmal ein bisschen rumtaktiert haben, wie wir jetzt vorgehen, und haben uns an der Stelle erstmal grob die nächste Position für den nächsten Spand gemessen. Holen uns den dann jetzt auch gleich erstmal rein und nutzen dafür wieder unsere Magneten als grobe Zielflächen. Und dann kann der Spand natürlich auch einfliegen. Wir machen das wie immer vorsichtig. Das ist übrigens auch eine Thematik. Nach dem Umbau auf die Funksteuerung können wir am Kran immer nur eine Funktion bedienen. Wir können also nicht drehen, heben gleichzeitig oder Katze bewegen und drehen gleichzeitig, sondern wir können immer nur heben und dann entsprechend wieder drehen, sodass wir das hier eben immer nacheinander ein bisschen Höhe, ein bisschen reindrehen, so dass man es halt noch festhalten kann, dass man es führen kann, eins nach dem anderen machen. Und so dauern diese Arbeitsschritte natürlich ein kleines bisschen, aber es ist alles mit der Funkfernbedienung noch angenehmer, als hätten wir halt vorne an der Katze diese Kabelfernbedienung hängen. Ich kann euch vielleicht hier nochmal das Video verlinken, wenn ich gleich dran denke, vom Umbau der Kransteuerung. Und so haben wir hier Stück für Stück und mit Geduld das Teil eingeflogen. Natürlich war klar, dass wir, wenn wir hier ausrichten, bevor wir dann den ersten Schweißpunkt setzen können, dass dann trotzdem erstmal alle Längsaussteifungen wiederum eingeführt werden müssen. Man sieht es hier so ein bisschen nach vorne hin, wird das Ganze natürlich immer steiler. Das heißt, wenn wir jetzt hier schon zu sehr fixieren würden, hätten wir natürlich hinten raus das Problem, dass wir sie unter Umständen gar nicht mehr reingeschoben bekommen. Das hatten wir ja auch an einer anderen Stelle schon mal. Insofern haben wir die hier erstmal durchgesteckt, sodass sie alle drin sind, auch wenn sie natürlich erstmal in die Mitte runtergerutscht sind, aber Hauptsache drin. Und wir können uns unsere Mitte suchen und wie gehabt bisher die Mitte exakt positionieren und dann auch entsprechend gleich fixieren. Wer die bisherigen Baufortschritte gesehen hat, wird merken, dass wir jetzt hier unsere Taktik ein bisschen ändern. Bisher haben wir im Grunde dann immer, wenn ein Spand drin war, auch die Longitudes entsprechend direkt am Rumpf festgemacht, haben uns das hochgedrückt oder gezogen und dann direkt fixiert. Hier haben wir uns jetzt sehr, sehr bewusst dazu entschieden, auch den Spand noch nicht weiter links und rechts festzumachen, weil wir gemerkt haben, dass halt schon jetzt hier sehr, sehr viele Drück- und Zieharbeiten in der richtigen Art und Weise passieren müssen. Und das kann im Grunde nur passieren, wenn die nächsten Spanten dann auch noch wieder drinne stehen. Das heißt, wir haben uns hier dazu entschlossen, den jetzt erstmal so zu lassen, wie er ist, noch nicht weiter zu fixieren und haben entsprechend hier den nächsten Spand vorbereitet. Auch das, wie ihr das schon kennt, entsprechend die Teile ausrichten. Sie werden ja jetzt nach vorne immer kleiner. Den Stahlträger wieder als Hilfsträger einzusetzen, damit wir eben nicht knicken. Auch hier mussten wir einmal kurz trocken machen, weil das über Nacht auf dem Tisch lag. Und jetzt kommen wir hier genau zu dem Punkt, den ich eingangs schon angedeutet habe. Wir kommen natürlich jetzt immer wieder in die Situation, dass das gesamte Boot morgens voll Tau ist, die Sonne so niedrig morgens steht, dass das Boot noch nicht getrocknet ist, sodass wir uns hier also die Flächen, an denen wir arbeiten wollen, erstmal trocken machen müssen, bevor wir überhaupt anfangen können zu arbeiten. Allerdings wird auch hier gerade das Positionsmessen immer ein bisschen schwieriger, weil ja, wir können jetzt hier auf der Außenkante vom Schott weg einen Punkt messen, aber
Dadurch, dass wir ja die Seitenwände noch ein bisschen ziehen müssen, verschiebt sich natürlich auch dieser Punkt nochmal minimal. Wenn es auch nur ein paar Millimeter sind, aber wir können im Moment noch nicht davon ausgehen, dass halt die oberen Punkte auch exakt die Positionen sind. In der Mitte, im Kiel unten, klar, können wir exakt messen von Spann zu Spann unseren Abstand, aber oben eben aktuell noch nicht. Und wir sehen hier, vielleicht könnt ihr das erkennen, da sind zum Teil halt schon 2-3 cm Luft drunter, weil eben dieser ganze Bugbereich noch komplett ja, zusammengezogen werden muss. Und da müssen wir also im Moment höllisch aufpassen, dass das alles vernünftig passt. Damit wir in der Taktik aber weiterbauen können, dass wir also nur unten die Mitte fixieren und die Seiten noch nicht, ist es erforderlich, dass wir aber oben über unsere Hilfsträger trotzdem eine Stabilität herstellen. Das heißt, wir haben uns hier kurze Stahlstücke ja, zurechtgeschnitten und schweißen die eben als Hilfsabstandshalter ein, auch wenn die noch nicht die exakte Position haben, aber einfach nur, damit der Spand da halbwegs senkrecht stehen bleibt und wir dann mit dem nächsten Teil eben weitermachen können. Das ist jetzt hier die nächste Sektion. Ihr seht da ein kleines Schott unten dran. Das wird ein Schott, wo hinter sich dann Richtung Bug später das Bugstrahlruder verbergen wird. Das wird also in einem eigenen Schott nochmal eingebaut, bevor es dann davor nochmal das große Schott gibt. Das sehen wir auch nachher noch im Video, was dann zum Ankerkasten führt. Und dann möchte ich euch noch etwas zeigen. Hier seht ihr das Gerüst auf der rechten Seite und wir haben das Schweißgerät umgebaut in eine solche Gitterbox, sodass wir das morgens mit dem Stapler einfach hochheben können auf Gerüsthöhe. Die Snake dann nach Belieben an die Position am Boot ziehen können, wo wir gerade arbeiten wollen und somit eben auch ja, diese Versorgung mit dem Schweißgerät jetzt einfach echt perfekt ist. Wir sind da flexibel, kommen an jede Stelle und ja, können da vernünftig mitarbeiten. Aber kommen wir wieder zurück zu unserem Spand. Wie gehabt, messen und schon mal die grobe Position einzeichnen. Ihr seht, wie das Teil hier hin und her tänzeln kann. Da ist einfach noch viel zu viel Luft im Rumpf, wo wir noch ranziehen müssen. Und deswegen erneut wieder überlegen, wie ist die Taktik. Wir können natürlich nicht jetzt da vorne einfach ziehen und das an den Spand ranziehen. Das wäre totaler Quatsch. Dann haben wir es da rangezogen und hinten haben wir dann aber Material überstehen und ziehen uns da wieder irgendwo eine Welle rein. Insofern war jetzt dann der Punkt gekommen, wo wir sagen mussten, okay, dann müssen wir jetzt Stück für Stück eben genau die Längsaussteifungen in Position bringen, müssen Stück für Stück die Spanten an den Boden dran ziehen. Wir haben die Längsaussteifungen alle drin, wir haben die Spanten stehen, sodass wir jetzt eben wirklich mit Bedacht gucken können, wo müssen wir wie viel ziehen. Wir werden hier auf keinen Fall mehr von unten drücken, weil damit würden wir uns nur den kompletten Rumpf im Unterbau schief drücken. Wir heben den da nur noch an, dafür ist dann nicht genug Gewicht da vorne drauf. Deswegen auf keinen Fall mit dem Hydraulikzylinder von unten drücken, sondern wir müssen von oben ziehen. Und dafür haben wir dann hier wieder angefangen, ja, mit unserer Vorrichtung entsprechend dies zu tun. Das hat hier hinten beim Spand 9 auch noch ganz gut geklappt. Allerdings haben wir da schon gemerkt, dass wir so viel Druck auf das Gesamtsystem bringen müssen, dass eben auch da der Spand im Grunde immer kurz davor ist, sich wegzudrücken, was natürlich auch wieder dafür sorgen würde, dass wir uns nur krumm ziehen. Weswegen wir jetzt hier ganz schnell gemerkt haben, dass wir das so in der Form nicht mehr machen können. Das, was im Hintergrund schreit, ist gerade ein Kind hier vor der Tür, aber lassen wir das ruhig mal schreien. Genau, wir haben es hier probiert, aber da ist so viel Druck drauf, wie gesagt, dass das absolut keinen Sinn machen würde. Wir würden uns nur alles krumm ziehen und deswegen haben wir jetzt hier gleich die Taktik geändert. Wir schweißen es hier noch fest an der Stelle, aber dann braucht es eine neue Taktik. Wir haben dann natürlich hin und her überlegt, wie können wir es machen, was ist die sinnvolle Taktik, um das Thema anzugehen. Was können wir machen, damit sich der Träger beim Drücken nicht verdreht, weil eine andere Methode kommt kaum in Frage, außer mit dem Hydraulikzylinder. Wir können mit dem Kran nicht ziehen, der hat nicht so viel Tragkraft, wie wir hier aufbringen müssten. Wir können mit den Kettenzügen nicht ziehen, da bräuchten wir nach oben irgendeinen Punkt, gegen den wir ziehen können, der ist nicht da. Also können wir nur mit dem Hydraulikzylinder arbeiten und brauchen dafür eben irgendeine andere Idee. Und die hatten wir dann entsprechend hier mit diesem U-Träger, den wir an 4 Punkten an dem jeweiligen Spand festgezogen haben, sodass der Spand sich einfach nicht mehr wegdrehen konnte. Und damit konnten wir dann entsprechend den Druck aufbringen, um das Blech ranzuziehen, ohne den Spand damit kaputt zu machen. Nachdem das dann da
halt hervorragend funktioniert hat und sich für den Moment als gute Methode an den Spanten gezeigt hat, haben wir das Ganze natürlich wiederholt an den Punkten, wo es wieder erforderlich war. Hier halt noch mal ein Stückchen weiter oben an dem Spand, wo wir gerade noch mal Ösen angeschweißt haben. Wir haben gerade mal so grob durchgezählt und mittlerweile sind nur in dieser Bugsektion knapp 40 Ösen eingeschweißt worden, an denen wir da irgendwie immer mal wieder ziehen und zubbeln, um eben alles dorthin zu kriegen, wo wir es hin brauchen. Aber ja, viele andere Möglichkeiten haben wir nicht. Wir haben keinen Deckenkran da oben drüber oder ähnliches, wo man sowas vielleicht dran machen könnte. Wir müssen uns also mit so etwas behelfen. Und somit haben wir das hier auch auf der anderen Seite an diesem Spand nochmal genauso wiederholt. Hat hervorragend geklappt. Wir haben uns sauber rangezogen und es hat funktioniert. Damit war dann für den Tag auch Feierabend, nachdem die letzte Schweißnaht gesetzt ist. Aufräumen, alles wegräumen und am nächsten Tag geht es weiter. Hier hat Basti dann geschaut, dass er das natürlich nochmal wiederholt. Ebenso wieder den Träger da dran, den Hydraulikzylinder drüber, Blech ranziehen. Gucken natürlich mit den Positionen, dass das vom Abstand her entsprechend passt und das Ganze anschweißen. Und wie ihr das so schön macht, lasse ich euch einfach mal ein Momentchen alleine damit. Und dann geht es mit den nächsten Schritten am nächsten Spand weiter. Wie gesagt, das ist jetzt hier das kleine Shot für das Bugstrahlruder, was dahinter reinkommt. Wir hoffen eigentlich, dass das auch demnächst ankommt, damit wir es dann mal einsetzen können. Bestellt ist es schon. Und der ist natürlich jetzt so langsam auch schwieriger, weil man natürlich von der bugseitigen Seite her immer schwieriger unten in die Spitze reinkommt, um da irgendetwas festzuschweißen. Und jetzt kommen wir hier an den Punkt, wo eben ja, die Seitenwände dann an dieses Shot dran müssen. In der Spitze ist es festgeschweißt, das haben wir ja eben gesehen. Und jetzt können wir hier wunderbar die Seiten dran ziehen. Allerdings sitzt das hier alles noch nicht perfekt. Und dementsprechend, Basti ist hier am Schauen, was wir machen müssen, was noch zu tun ist. Ja, ein bisschen Position klopfen, ne? Das hat man ja vorher auch mit den Abständen und so weiter und so fort. Waage nochmal kontrollieren. Wir sind ja bisher immer in Waage und ihr seht, dass er immer noch wieder ein bisschen nachgezogen hat, aber trotzdem reicht es noch nicht an der Stelle, das Shot eben optimal an die Bleche dran zu ziehen. Das heißt, es muss hier auf der anderen Seite ein zweiter Kettenzug dazu, der dann nochmal ein bisschen Zug drauf ausübt, sodass dann jetzt die richtige Position erreicht ist und wir erstmal festmachen können. Allerdings war es hier an der Stelle schon ein bisschen komisch, dass doch so viel gezogen werden musste. Insofern ist richtige Position eventuell gleich nochmal ein Thema, um das schon ein bisschen vorwegzunehmen. Ja, es wird ein Thema. Auch hier ist ein kleiner Fehler passiert, aber da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Erstmal kommt jetzt hier das nächste Teil eingeflogen und das ist unser Bugshot.
Wirklich ein großes Teil, und wenn das gleich vorne drin steht, dann kriegt man erstmal so ein grobes Verhältnis, wie lang das Boot hier nach vorne noch wird, denn es steht nur mit dieser kleinen Spitze in dem bisherigen Rumpf unten auf. Das Vorgehen ist natürlich aber trotzdem bisher absolut das gleiche wie immer. Senkrecht mit der Wasserwaage gucken, die Abstände versuchen zu messen. Wir haben in der Mitte unten ja unsere Längsaussteifung im Kiel. Der gibt also so ein bisschen den Punkt tatsächlich vor, wo da das Ende ist an der Stelle. Und dann war so die Thematik, wie kommen wir jetzt oben an die Spitze dran, weil ja, vom Bug aus bis oben dran keine Chance. Das ist dann einfach zu hoch gewesen. Deswegen haben wir uns hier mit diesen übrig gebliebenen Einlegeböden etwas beholfen, auch wenn das vielleicht nicht so tausendprozentig perfekt ist mit dem Überstand links und rechts. Aber da muss man entsprechend eben aktuell etwas vorsichtig sein. Dann auch hier an der Seite eine Längsaussteifung rein. Warum? Weil auch die natürlich wunderbar den Abstand nach vorne vorgibt, weil ja, da wo dieses ausgeplasmate Blech zu Ende ist, da muss halt auch dieses Schott hin. Insofern hilft das natürlich bei der Ausrichtung. Und dann war aber erst nochmal erforderlich, dass eben auch dieses Längsaussteifungsteil natürlich in den bisherigen Spanten an den richtigen Positionen dann auch ja, positioniert werden muss und fixiert werden muss. Und dann zeigte sich so langsam, irgendetwas stimmt hier nicht. Man grübelt, man schaut in den Plan, man überlegt, aber irgendetwas ist hier an der Stelle nicht richtig. Es hat sich dann herausgestellt, dass wir ja, tatsächlich einen Zahlendreher drin hatte beim Ausmessen dieses Spanns. Und ob ich jetzt 2,4 anzeichne in den Zentimetern oder 4,2, also 2,4 oder 4,2, sind halt nun mal gerade 2 Zentimeter Unterschied oben. Und dementsprechend stand dieser Spand 13 einfach oben nicht an der richtigen Stelle. Das hieß tatsächlich, er musste nochmal gelöst werden, er musste nochmal verändert werden, und das erklärt auch, warum wir hier doch ganz extrem mit den Ketten gezogen haben, weil es einfach in dem Moment ja, zu weit hinten war und somit das Bugteil viel enger zusammengezogen wurde, als es eigentlich an der Stelle richtig war. So ein Zahlendreher da passiert ist, war natürlich in dem Moment nicht unbedingt mitzurechnen. Hier haben wir jetzt ein anderes Teil, davon werden wir im Winter noch ganz viel mehr sehen. Und zwar sind das Biegevorlagen für unsere Treppenstufen, die vom Außenbereich auf den Vorschiffumgang gehen werden. Da haben wir jetzt auch so langsam mal mit angefangen, schlicht wegen Schlechtwetter an der Stelle. Die Teile mussten auf einer Platte mit geplasmert werden und geschnitten werden. Passten da gerade noch drauf. Also warum nicht mal die Teile schon mit herstellen und anfangen, diese Biegevorrichtungen zu bauen, die wir dann im Laufe des Winters benutzen werden. Aber kommen wir zurück zu unserem Spand. Wie ihr seht, hatten wir das Schottteil dann nochmal rausgenommen. Es war dann doch schon relativ spät am Nachmittag. Das heißt, wir hätten es nicht mehr geschafft, dieses Spannteil zu lösen, zu versetzen, wieder zu fixieren und dann noch das Schottteil vorne auszurichten. Deswegen hatten wir uns an dem Abend dazu entschieden, aus Sicherheitsgründen, auch was Windlasten angeht, das Schott nochmal rauszunehmen, unten abzulegen, und haben dann eben hier ein paar Tage später, nachdem das Wetter wieder passte, an der Stelle weitergemacht, haben eben alles, was wir da ja, befestigt hatten, nochmal losmachen müssen, wieder sauber machen müssen, dann nochmal korrekt messen, diesmal auch ohne Zahlendreher. Und somit dann das Schott begonnen, an der richtigen, nicht das Schott, das Spand an der richtigen Stelle hier zu positionieren. Wie ihr seht, auch wieder mit dem Messfix. Da nochmal vielen Dank für den Tipp, der ist echt so wertvoll, das Ding da an der Stelle zu benutzen. Klar, die Korrektur hat natürlich entsprechend ein bisschen Zeit in Anspruch genommen, und ich lasse euch da jetzt aber mal einen kleinen Moment mit den Korrekturarbeiten allein. Damit ist es dann auch geschafft und das Spann steht an der richtigen Stelle, und jetzt können wir wieder, wie das vorhin schon mal war, mit den Längsaussteifungen anfangen. Diesmal haben wir die zuerst reingehangen, erstmal wirklich einfach nur eingesteckt. Dadurch, dass es da einen Bogen geht, haben die eine gewisse Spannung drin und hängen da mehr oder weniger von alleine drin, natürlich vorne und hinten mit einer Spannzange an dem nachfolgenden Teil befestigt, damit auch die Länge logischerweise korrekt stimmt.
Und dann können wir anfangen, da die nächsten Sachen zu machen. Auch da nochmal genau messen, wirklich die Spanten richtig positionieren. Wir haben sie dann tatsächlich auch in dem Moment schon festgeschweißt. Weil ja, es ist die fixe Position, woanders können sie nicht mehr hin. Da gehören sie hin und jetzt sind ja dann auch die Maße korrekt. Die gleichen arbeiten logischerweise auf der anderen Seite genauso. Auch hier die Längen nochmal nachmessen, Spann positionieren, fixieren. Das sieht ja so ein bisschen komisch aus mit dem Messfix, als wäre das diagonal. Aber nein, das ist exakt gerade rechtwinklig quasi vom Schott weggemessen gewesen und auch in Waage ausgerichtet gehalten, damit wir da auch wirklich die richtigen Abstände messen und nicht irgendetwas Krummes von der Seite her. So, dann haben wir unser Schottteil hier wieder eingesetzt. Diesmal kann es sich auch wieder wunderbar an die Längsaussteifung sowohl im Kielbereich als auch hier oben anlehnen. Und damit ist auch das dann in der richtigen Position. Jetzt haben wir hier allerdings festgestellt, dass das Vorschiff und tatsächlich wirklich nur das Vorschiff so ein kleines bisschen krumm war, sodass wir hier genau überlegt haben, okay, was müssen wir jetzt machen, um das Schott richtig reinzubekommen, und letzten Endes haben wir gesagt, ist hier erstmal das ausschlaggebende Maß, dass die Längsaussteifung korrekt auf dem Außenteil dieses Schotts sitzt, sodass wir uns daran erstmal ausgerichtet haben, es damit erstmal ja, in den richtigen Winkel gezogen haben, um es dann eben weiter auszurichten in dem kleinen Bugteil, der dann vorne noch übrig blieb. Und damit kommen wir dann zum nächsten Teil hier im Bugbereich. Ihr seht das schon, die Längsaussteifungen liegen noch nicht zwingend überall vernünftig an. Auch hier war jetzt wieder die Frage, was können wir hier sinnvoll machen, um eben in der richtigen Art und Weise da Zug drauf zu bringen. Auch hier haben wir uns wieder einen U-Stahl genommen, haben uns ein Gewindestangenelement genommen, haben das an eine Öse dran geschraubt, um damit eben punktuell dort Zug drauf zu bringen, ohne irgendetwas krumm zu ziehen, wo wir es eben brauchen. Sprich hier in dem Fall mittig zwischen den Spanten, genau dort an den Längsaussteifungen, wo eben noch Lücken waren. Auch da wieder so viele Ösen gesetzt, wie es einfach notwendig war, kurz gezogen, damit die Bleche vernünftig anliegen an den Spanten und eben keine Lücken mehr ergeben. Das ist hier ja ein bisschen Puzzlearbeit und Fummelsarbeit. Aber ja, das war uns klar, dass wir hier vorne im Bugbereich einfach viele kleine Biegearbeiten haben. Und da es, wie gesagt, nicht mehr mit Drücken von unten geht, mussten wir halt von oben entsprechend ziehen. Das, was wir jetzt hier machen, wie gesagt, haben wir vorher immer einfach von unten mit Drücken gemacht, ein paar Zentimeter gewandert, wieder gedrückt, ein paar Zentimeter gewandert, wieder gedrückt. Aber das geht hier vorne einfach nicht, um uns eben, wie gesagt, den Rumpf nicht schief da in die Form zu heben. Das haben wir dann natürlich nach vorne hin auch immer weiter durchgeführt. Das haben wir jetzt nicht mehr bis in den letzten Moment aufgenommen, aber genauso wurden auch alle anderen Teile noch rangezogen. Und damit kommen wir zum nächsten Schritt, zumindest mal für den Anfang. Und zwar müssen auf alle Spanten, das haben wir glaube ich schon mal erwähnt, überall auch nochmal diese Stahlträger drauf als Aussteifungen. Und das haben wir jetzt hier zum ersten Mal so gemacht. Die anderen werden wir anders machen, das kann ich schon mal verraten, weil ja, dieses Reinbiegen hier hat Vor- und Nachteile, und wir haben vor allen Dingen eben jetzt das Wetterthema. Also wir sind im Moment tatsächlich sehr am Taktieren, wie wir hier im Bugbereich, in der Bugsektion noch ein paar Sachen hinbekommen, um dann für den Winter da auch eine Folie drüber zu kriegen, als ein bisschen Wasserschutz, damit uns nicht immer das Wasser da unten drin steht. Aber dafür muss das Wetter auch ein bisschen mitspielen die nächsten Wochen. Das werden wir dann sehen, was wir schaffen. Bis dahin und tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns doch bitte ein Like, folgt unserem Kanal und drückt die Glocke. Bis zum nächsten Mal.